Hallo liebe Leute draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Schön, dass ihr wieder da seid und am Start seid. Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock. Hier sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Tauchen wir gleich ein und gehen alle Farben durch, die ihr zum gemeinschaftlichen Malen mit mir braucht. Wir machen heute weiter mit dem Luke. Da haben wir noch ein, zwei Teilchen vor uns, dann ist der auch durch. Habe ich ja schon wieder ein paar Anfragen gekriegt, wann der denn endlich der nächste, wann der nächste Teil kommt. Und jetzt kommt der nächste Teil. Und genau, den schauen wir uns auf jeden Fall heute an und haben da eine Menge Spaß bei. Und bevor wir jetzt zum Maltisch flitzen, schauen wir uns mal kurz wieder ein schönes Bild aus der Community an. Und zwar die liebe Biene ist wieder am Start und hat dieses wunderschöne Seifenblasenbild hier oben gemacht. Ihr seht's. Das Tutorial von mir und das hat sie richtig geil gemacht. Freut mich wieder, dass du wieder am Start bist. Ich habe ja schon ein bisschen mitgekriegt, dass du ja, glaube ich, am Umziehen warst etc. Und jetzt hast du wieder deine Malecke und alles am Start und man sieht wieder, es knallt. Und nochmal abschütteln. Sehr schön. Das tut gut. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Und ja, das hast du super gemacht, Biene. Das sieht klasse aus, wenn man sich das mal anschaut. Richtig schöne, viele Details hast du wirklich super umgesetzt. Kann ich wirklich nicht meckern. Das sieht wirklich tippitoppi aus. Applaus. Hast du wirklich super gemacht. Also freut mich immer, wenn ich sehe, dass ihr es so geil umsetzt. Und es sieht richtig klasse aus. Und man unterschätzt, ich glaube, das geht vielen daraus, viele unterschätzen den Lernprozess dabei, bei sowas. Klar, nicht jedes Bild spricht hier jeden an und sagt, ah geil, ich habe jetzt unbedingt Bock, hier eine Schlange zu machen oder so, aber ich kann es euch nur empfehlen, macht es trotzdem, weil dann werdet ihr besser, ihr habt mich da ein bisschen mit an der Hand und könnt da ein bisschen direkt nachschauen, wie das geht, beziehungsweise habt da halt einfach mich direkt als Vorlage und ihr profitiert ungemein davon, weil ich verstecke ganz viele Techniken in meinen Bildern, versteckt in Anführungsstrichen. Meins? Und da lernt ihr brutal viel. Also ihr lernt viel Freihand mit der Freihand umzugehen, sagen wir es so. Und man sieht mal bei der Biene, die hat fleißig meine Tutorials gemacht und hat schon einen mächtigen Sprung hingelegt. Ganz zu schweigen vom Nils, also vom Chaos Nips, der ballert auch in letzter Zeit ein geiles Bild nach dem anderen raus. Schaut da gerne ins Discord rein. Da könnt ihr euch das Ganze ganz selbst anschauen. Das sieht richtig hammermäßig aus. Generell kommt gerne ins Discord rein, wenn ihr möchtet. Könnt ihr euch gerne mit uns unterhalten. Wird immer mehr, macht richtig viel Laune. Und warum nicht? Genau. Und das dazu. Schaut auch gerne bei meinem Partner vorbei, Airbrush4U. Die haben richtig geile Preise und faire Angebote und ein super Service, was das Airbrush-Bereich angeht. Da findet ihr wirklich alles Mögliche. Es ist ein super Familienunternehmen. Kann ich nur euch empfehlen, wenn ihr noch einen guten Airbrush-Shop sucht oder braucht, schaut gerne da vorbei. Und genau. Ja, unterstützt mich gerne, wenn ihr das möchtet. Da könnt ihr den ganzen Kladderadatsch, gibt's alles in der Infobox, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mich persönlich unterstützen wollt oder generell. Da findet ihr auch die Seite von Airbrush4U. Ganz unten findet ihr auch die ganzen Links zu Instagram, zu Discord etc. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut einfach mal in die Infobox, ist bei jedem Video jetzt drin. Auch das Referenzbild ist immer bei jedem Video drin, das vergesse ich auch mal wieder zu erwähnen. Könnt ihr euch nämlich die Tutorials, die ihr macht, habt ihr dann gleich noch das Endbild von mir. Das heißt, beim Feuer habt ihr das Feuer, dann habt ihr die Seifenblase und die Schlange und alles mögliche, den Skull. Also das hilft euch wahrscheinlich ungemein. Also mir wird es wahrscheinlich viel helfen, deswegen habe ich mir gedacht, das packe ich damit einfach rein. Und ja, dann haben wir, glaube ich, schon wieder viel gelabert. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ab zum Maltisch. So, ihr Lieben, willkommen am Maltisch. Und genau, heute geht es ans Einfärben. Und wie gesagt, da haben wir rechts, seht ihr schon ein bisschen das Referenzbild. Ich habe jetzt vor, hier einen gescheiten Hautton zu mischen. Und im Internet gibt es da verschiedene Herangehensweisen. Und zwar einmal wird gesagt, wenn man gelb, blau und rot die 3 Grundtöne des Farbkreises zusammenmischt und dann mit weiß auffällt, dann ergibt das den natürlichsten hellen Hautton, den man haben kann.
richtete sich natürlich an, es war eine Seite, wo ich das gefunden habe, wo es um Acrylfarben und Ölfarben ging, aber ich habe mir gedacht, vom Farbding her müsste das ähnlich sein. Da wurde das dann auch gezeigt und gemacht, und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht funktioniert es ja auch hier im Airbrush-Bereich, probiere ich einfach mal für euch aus. Weil das gleiche hat man dann auch bei mir, hat man dann auch hier auf Discord die Diskussion, und da habe ich dann auch gesagt, ja, ich habe es schon ausprobiert und es kommt einfach nur eine grüne Grütze raus, um es kurz zu machen. Ich habe mich jetzt einfach mal überraschen lassen und habe gesagt, ich probiere es einfach mal gerne aus, ob das stimmt, ob das funktioniert. Also alle 3 Töne zu gleichem Teil. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, habe ich mir gedacht, es funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber ich probiere es trotzdem gerne aus, deswegen habe ich es einfach mal gemacht. Aber so von meinem Verständnis her habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nicht funktionieren. Da kommt wahrscheinlich einfach nur ein komischer, dunkler Braunton raus. Ja, wobei das wäre ja schon eigentlich eher, ja, das habe ich mir gedacht, das wird es vielleicht eher doch noch hinhauen, wenn man es dann mit Weiß auffällt, dass es dann natürlich einen Hautton gibt. Aber ich hätte jetzt dann eher zu Rot und Gelb gegriffen. Aber ich habe mir gedacht, komm, probieren wir das doch einfach mal aus. Und dann mache ich das doch einfach mal für euch, bevor wir das natürlich beim Look machen. Machen wir das nicht. Oder schaut euch mal an, was für ein wunderschöner Hautton das ist. Also der Hautton passt gerade ganz gut zu Halloween. Aber gewiss nicht zu einem normalen Menschen. Ich habe mir gedacht, komm, hauen wir noch ein bisschen Weiß rein. Da steht ja dran, man hält es mit Weiß auf. Also ich weiß nicht. Wahrscheinlich funktioniert das echt nur so im, keine Ahnung, Ölmalereibereich oder ist generell einfach ein Quatsch, aber ich habe das auf so einer echt fundierten Seite gefunden, die sich da wirklich mit Kunsthandwerk auseinandersetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es schon eigentlich vielleicht funktionieren sollte, aber hier in dem Fall dann halt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Farben transparent sind. Ich habe ehrlich gesagt nicht jetzt weiß ich nicht unbedingt, woran das liegt oder ob das generell falsch ist oder nicht, aber schaut euch mal an, das gibt einen wunderschönen Hautton. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, okay, Dr. Google war mal wieder sehr, sehr unhilfreich hier dabei und komm, wir machen das jetzt mal lieber so, wie ich das mache und schaut es euch mal an. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Hautton. Wie habe ich den hinbekommen? Ganz einfach, ich habe ein Teil Rot und ein paar Teile Gelb genommen und ich glaube so 3:1 oder 4:1 und dann eben schön mit dem transparenten Weiß aufgehellt. Ihr seht es hier, habe ich es immer weiter und weiter aufgehellt. Da oben war es noch ganz dunkelrot und dann habe ich immer mehr Weiß dazu gegeben und dann gibt das einen richtig coolen Hautton. Aber das Problem ja hierbei ist, dass das transparente Weiß, wie ich schon im letzten Teil angesprochen habe, einfach eine gewisse Deckkraft mitbringt. Und dadurch, dass ich in der Farbe, um den Hautton so schön hinzubekommen, natürlich eine gewisse Helligkeit brauche, ist da natürlich viel transparent Weiß drin. Ich habe jetzt für meinen Teil gedacht, komm, das wird doch sicher ganz gut hinhauen. Hier sieht man, der Hautton passt gut, ich habe ihn abgeglichen. Den habe ich jetzt eigentlich perfekt eingestellt. Aber das Ding ist halt, dadurch, dass eben so viel Weißanteil drin ist, wird es uns nachher schön die ganzen Details kaputt machen. Da hätte ich einfach drauf verzichten müssen und einfach, ehrlich gesagt, das Ding einfach nur mit Rot und Gelb einfärben sollen. Und es ist ja eigentlich weiß auf der Fläche, deswegen hätte das wahrscheinlich auch schon ganz gut funktioniert. Hätte auf jeden Fall mehr Details übrig gelassen und im Falle des Falles wäre es zu dunkel geworden, wenn ich zu viel Weißanteil hätte ich lieber mit Weiß arbeiten können und dann wieder einfärben. So habe ich mir gedacht, umgehe ich das Ganze ein bisschen und stelle den Hautton halt gleich richtig ein, so wie ich ihn brauche und dann passt das. Und das war natürlich fatal, das ist natürlich richtig fatal, das tut mir jetzt richtig weh, wenn ich das sehe, weil ich natürlich jetzt das Ganze schon ziemlich an den Arsch mache. Natürlich hier schön Safety First. Ihr wisst ja, bei viel Rumgenebel, da ist die Absauganlage hinten an und die Maske drauf. Wir wollen ja hier nicht unnötig viel Sprühnebel einatmen und der ist hier einfach größer. Und schaut, ich taste mich da jetzt unten ein bisschen an, denke mir so, oh ja, das funktioniert ja gut. Da gehe ich vielleicht 1-2 Mal drüber, damit die Farbe dann irgendwann intensiver wird. Dann schauen wir einfach mal. Da komm, das machst du jetzt einfach mal schön hier einnebeln. Und ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, wo ich mir denke, so scheiße, das covert aber doch ganz schön viel ab. Ich meine, der Abend war
ja, es war schon relativ spät. Man sieht es ja hinten noch umgestellt, ich glaube auf 11 oder so. Ja, so scheiße. Ich war natürlich schon ein bisschen übermüdet und so. Und dann das war das Beste. Hier habe ich schon ein bisschen überlegt und hin und her geguckt und mir gedacht, so kann man es machen, passt's, ja. Und dann habe ich halt weiter und weiter gemacht. Und das Ding ist halt, wenn man dann halt mal angefangen hat, dann, ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt dann zieh es lieber durch und arbeite dann drüber und mache das nochmal neu, bevor ich dann den oberen Teil dann doch nur mit der transparenten einfärbe und es dann wieder anders aussieht. Und dann habe ich ganz viele verschiedene Farben und dann wird es noch schwieriger. Habe ich es einfach durchgezogen. Und es geht noch einigermaßen, aber da schaue ich mir nochmal das Weiß an. Da steht doch transparent drauf. Ja, da hätte ich eigentlich auch schon selber drauf kommen können, dass das nicht zu 100% transparent ist. Aber ja, ich wollte es unbedingt ausprobieren und das ging mal gehörig in die Hose hier, um ehrlich zu sein. Also das nächste Porträt, was ich in Farbe mache, ist entweder nur mit transparenten Tönen einfärben. Es bleibt entweder schwarz oder weiß. Oder ich mache es mit deckenden Tönen. Weil mit deckenden Tönen dann, sage ich mal, die Hautstruktur, so wie ich jetzt das Weiß vorgelegt habe, einfach mit dem dunklen Hautton vorlegen. Und dann mit Weiß drauf schaffen und dann vielleicht von mir aus nochmal einfärben, um einen Tiefeneffekt zu generieren, ist, glaube ich, deutlich einfacher und deutlich sinnhafter, als sich das jetzt hier so zu machen. Wie ich das jetzt hier mit dem Weiß gemacht habe, das ist natürlich voller Quatsch. Macht das bloß nicht. Lasst das transparent Weiß bloß weg. Wenn, dann färbt einfach nur ein mit euren transparenten Tönen oder arbeitet gleich mit den deckenden oder macht beides aus, mixt beides, so wie ich gerade schon gesagt habe. Vorlegen mit einem deckenden dunklen Ton und dann mit Weiß und transparenten vielleicht nachlegen oder den deckenden Ton weiter aufhellen, um da so eine Ebene zu generieren. Und ihr seht jetzt verschwindet immer mehr die schönen Details, die wir reinmachen. Auch das Schwarz, das nimmt jetzt massiv ab, wenn ich gerade am Hals unten dran bin. Jetzt habe ich natürlich mal eine dünne Schicht drauf genebelt. Jetzt mache ich beim Hals halt die nächste Schicht und da covert es jetzt schon deutlich mehr ab. Da bin ich jetzt schon richtig innerlich am Verzweifeln und denke mir, scheiße, was ist das denn jetzt? Jetzt ist das ganze Ding am Arsch. Zumal jetzt natürlich der Hautton so für die hellen Stellen auch passt, aber er ist viel zu hell eingestellt. Also der Ton, den ich jetzt habe, der ist viel zu hell. Wäre das jetzt alles da ganz transparent, dann hätte es ja gepasst. Dann wären ja auch die Tiefen vom Look wären ja übergegangen und dann wäre das ja auch dunkel gewesen, dann hätte das auch gepasst. Aber dadurch, dass der Scheiß natürlich so einen hohen Weißanteil hat, deckt das mir natürlich jetzt auch das ganze Schwarz ab. Was natürlich dazu führt, dass der Hautton noch viel heller aussieht, als er eigentlich sollte. Und wir jetzt nachher einen recht blassen und recht unansehnlichen Look haben, würde ich mal sagen. Der sieht dann nicht mehr so schön aus, sondern eher etwas creepy. Und ja, das tut weh. Aber das tut jetzt gerade richtig weh, mir das nochmal selber reinziehen zu müssen. Habe ich schon die Maske abgenommen und war schon... Also hier war jetzt ein Cut. Also zwischen dem letzten Einnebeln und dem hier war jetzt ungefähr so ein halbe Stunden Cut, wo ich mal kurz ausgerastet bin. Euch zuliebe habe ich es rausgenommen. Da war ich mal wieder so richtig zen-mäßig unterwegs. Da war ich in mich gekehrt, da war ich kurz davor, die Airbrush auf den Boden zu schmeißen. Da hat mich kurz die Wut gepackt. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Jetzt, was soll ich machen? Da bin ich noch richtig am Motzen und am Rummotzen an mir selber, warum ich das so doof gemacht habe. Aber ja gut, jetzt wissen wir es. Jetzt wisst ihr es. Ihr profitiert daraus. Den Fehler macht ihr halt schon mal gewiss nicht. Ja, jetzt lege ich natürlich mit Schwarz erstmal die ganzen wichtigen Stellen nach und überlege währenddessen, was ich jetzt als nächstes mache. Weil das sieht natürlich jetzt dann immer noch krasser aus. Der Hautton wird natürlich jetzt immer noch heller. Der wirkt halt jetzt immer noch heller, vor allem wenn ich jetzt das Schwarz wieder reinbringe. Dann wirkt der recht blass, als hätten wir einen Kellerkind-Look. Der nur abends in seinem Kellerchen hockt und mit seinem Lichtschwert spielt.
Und genau, deswegen habe ich jetzt das Kinn nachgelegt. Wir machen natürlich jetzt die ganzen Falten, aber es ärgert mich halt. Ihr seht es richtig an meinem Gesichtsausdruck, ich massig bin. Massig. Das ist richtig ärgerlich. Mal einen Schluck aus meinem Käffchen trinken hier. Ja, das ist halt. Aber mein Gott, jetzt habe ich es ausprobiert, jetzt weiß ich es. Ich glaube, beim nächsten Porträt mache ich es, glaube ich, erst mit einem deckenden Grundton und gehe dann echt ins Transparente rein, weil da finde ich, hat man einfach nochmal ein bisschen bessere Möglichkeiten zu mixen, vor allem so Farbverläufe zu machen. Bei einem deckenden Ton kann man das natürlich auch machen, aber ich finde es halt generell ein bisschen schwieriger, wenn man dann, kann man, glaube ich, nach so einem dunklen Ton ganz schön so Hautporen und Falten reinmachen, den dann einmal mit einem transparenten Ton ein bisschen runternehmen und dann vielleicht nochmal ein bisschen highlighten, dann sieht das, glaube ich, viel realistischer und cooler aus. Und dann passt das nämlich auch. Im Endeffekt wäre das Video jetzt hier schon, hätte das alles ganz gut geklappt, hätte jetzt noch ein paar Details gemacht, den Umhang, also Lichtschwert und die Haare, und dann wäre das Ding wahrscheinlich relativ zackig fertig. So ist das natürlich jetzt eine ziemliche Frickelei, weil ich jetzt natürlich nochmal alles neu machen muss. Also wir fangen im Endeffekt irgendwo nochmal gefühlt bei 10% an. Jetzt haben wir quasi eine schöne Vorlage, an der ich schaffen kann. Und jetzt muss ich das natürlich nochmal nachmalen. Auch die ganzen schönen Details unten, gerade die ganzen Stoppeln, die wir so schön eingearbeitet haben, die ganzen Hautporen, das ist alles weg. Das ist wirklich weg, das hat es einfach zerstört. Und die Details sind einfach grundlegend nicht mehr vorhanden. Und das ist natürlich, das tut weh. Das tut so weh. Oh weh, oh weh. Oh Mann, hey. Ja, und deswegen machen wir jetzt hier schön mit Schwarz weiter. Und boxen das einmal durch. Und dann schauen wir nämlich einfach mal, was hier abgeht. Das spinnt schon wieder, hier geht schon wieder Discord ab. Und wer meldet sich? Natürlich der liebe Chaos-Nips. Genau, kommt ins Discord. Da sind lustige Leute, fähige Leute. Ja, außer sind das Mikrofon gemutet. Da sind sehr fähige und coole Leute und vor allem auch sehr coole Projekte. Es ist sehr cool, wenn man so Maxi sieht mit seinem Projekt und Nils mit seinem und Hardy da ein bisschen was raushaut oder Dani und die ganzen anderen Jungs noch. Also sehr cool. Macht sehr, sehr viel Spaß. Auch das Bild von der Biene finde ich ziemlich cool. Das hat die sehr cool nachgemacht, das Seifenblasen-Tutorial. Das finde ich richtig spitze. Aber ich nehme das jetzt natürlich vom Opener auf. Das packe ich nochmal wieder in den Opener rein. Das ist schon cool. Sowas, wenn jemand das nachmacht, dann hat das verdient, im Intro zu sein. Oh Mann. Apropos verdient, das ich geil finde. Ich habe hier ein Schnittprogramm, was richtig gut ist, was mir richtig gut gefällt, ohne da jetzt Werbung groß zu machen. Und ich habe mich schon gewundert. Ich sehe die ganze Zeit, gibt es neue Versionen und so. Das hat bei mir einfach nicht die Version nicht abgedatet. Und ich war jetzt schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr auf einem Uraltstand. Die haben das ganze Ding komplett neu gemacht. 1000 neue Funktionen, voll geil. Habe ich jetzt erst gesehen, habe es manuell installiert und jetzt passt das. Ich habe damals für die Lizenz, ich glaube, um die 24 € bezahlt. Eine dauerhafte Lizenz und jetzt kostet die 180. Das ist richtig heftig, hey. Da hat sie es bezahlt gemacht, habe ich mir einmal aufs richtige Pferd gesetzt. Und die waren damals noch nicht so groß, sind mittlerweile recht bekannt. Und das ist sehr, sehr cool. Jetzt profitiere ich natürlich von so einem coolen Programm. Das finde ich ziemlich nice. Und dann ist das nämlich doch ganz sinnig und stimmig. Und ja, was soll ich sagen? Wir machen jetzt schön hier die Details weiter. Wieder erstmal schön die Nasenlöcher, den Mundwinkel, die Lippen. Jetzt gehen wir halt überall nochmal ein bisschen rein. Ich habe natürlich jetzt bei dem Projekt dann nicht mehr ganz so, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr ganz so die Muße gehabt, so viele Details einzuarbeiten, wie wir es jetzt beim Weiß hatten. Da bin ich jetzt etwas nicht so frusttolerant und habe jetzt aufgrund dessen dann irgendwann auch gesagt, okay, dann mache ich den jetzt weiter, aber ich nehme halt nicht mehr oder habe jetzt keinen Bock nochmal die extreme Detaildichte mit einzubauen und lasse das halt ein bisschen streckenweise ein bisschen zurück. Und deswegen sieht eigentlich der Schwarz-Weiß-Look
finde ich persönlich am Ende des Tages detaillierter und schöner aus als das Endprodukt, was wir nachher haben. Ist zwar ganz cool mal in Farbe und so, aber da ging halt auch einiges verloren und deswegen ist es eigentlich schon ziemlich schade. Und ja, wie gesagt, da hatte ich auch nicht mehr ganz so die Muße. Da bin ich schon jemand, ja, wer kennt's nicht. Da war mal wieder so ein kurzer Moment, da hätte ich auch mal so wieder maximal kurz mit dem Gedanken gespielt, das Ding abzufackeln. Da war ich einmal kurz, wo das gar nicht mehr funktioniert hat. Da bin ich mal kurz mit dem Hund laufen gegangen, irgendwie sowas. Und danach habe ich gedacht, okay, jetzt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt hier Schönes? Ich habe jetzt natürlich schon echt, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich probiere mal auch ein Porträt in farbiges mit den Airbrush Color for Use aus. Das habe ich jetzt echt coole, viele deckende Töne. Da probiere ich das echt mal aus. Habe ich irgendwie voll Bock drauf, aber es kommt erst später, viel, viel später erst. Nach dem Projekt hier kommt das coole High-Bild. Das ist ziemlich geil. Mit Skal und 3D-Effekt und Blubberblasen und Insel und allem. Das ist richtig, richtig geil. Das habe ich auch schon komplett fertig. Wartet nur darauf, endlich mal nach dem Look zu starten. Und dann habe ich vor, ehrlich gesagt, noch das zerbrochene Glas zu machen. Da hat mich ja jemand auf Facebook, glaube ich, angeschrieben. Habe ich ziemlich viel Bock darauf, das zu machen. Einmal also wieder so ein Tutorial, was an einem durchgeht und mal mit einer Folge wieder durch ist, ich habe mal wieder Lust auf so ein paar kurze Sachen. Jetzt habe ich ja viele lange gehabt. Jetzt wird es mal wieder Zeit für ein paar kurze, knackige, wo man wieder ein bisschen was mehr mit anfangen, was heißt mehr mit anfangen kann, aber dass man dann gleich was durch hat. Und holla die Waldfee. Ja, hat der Nils hier die 3 Präsidenten gemacht. El Presidente. Oh, mit Skulls, aber wie geil. Jetzt muss ich hier gerade mal rüberlinsen aufs Handy. Oh, sehr cool 3D-Effekt mit der Flagge. Mensch. Oh, Chaos Nips. Oh, Nils, Mensch. Das sieht schon richtig, richtig geil aus. Oh, fett. Fett, fett, fett. Ich würde es euch ja gerne zeigen, aber schaut es euch selber an auf Discord. Ja, der haut da Sachen raus. Muss ja bald der kann ja hier bald Videos aufnehmen, dann kann er sie gleich hier mit hochladen. Gibt's hier Daves und Chaos Art of Air. So, Entschuldigung. Doch, hüstelt's noch. Und ja, ihr seht unten, jetzt kommt dann halt wieder die Steps. Ich mache jetzt erstmal schwarz, damit ich jetzt mal natürlich besser zurechtkomme, weil das ganze Weiß jetzt alles abgecovert hat. Das nehmen wir jetzt erstmal schwarz. Und später nehmen wir dann natürlich wieder ein bisschen Weiß. Gehen dann wieder aufs Weiß drauf und dann wieder hin und her wechseln. Und dann nehmen wir nur noch transparente Töne und arbeiten noch mal ein bisschen die Haut dunkler, weil der sieht jetzt natürlich aus wie so ein Leichenlook, Alter. Hey, so richtig blass. Und das kann man natürlich so auch nicht lassen. Das passt nachher auch ganz gut mit den Farben. Ich hätte es gleich einfach nur einfärben sollen. Fertig. Einfärben, wenn es zu dunkel wird, einfach nochmal aufhellen, einfärben und fertig. So wie man es eigentlich auch macht. Aber ich habe das transparente Weiß schon so lange rumliegen und habe es nie gebraucht. Und mir gedacht, komm, jetzt nehme ich es mal dafür. Ja, im Endeffekt beschreibt Schminke das transparente Weiß. Man nutzt das, um nicht ein so deckendes Weiß zu haben, um damit gute Details arbeiten zu können. Also im Endeffekt genau das, was wir alle oder was ich halt mache, wenn ich die normale Weiß nehme und die einfach verdünne, damit die einfach nicht so reinhaut. Im Endeffekt habe ich da einfach nur schon mal eine ein bisschen voreingestellte Weiß. Und das ist natürlich Käse gewesen, absoluter Käse. Ich zeige euch hier, guck mal, guckt euch mal an, wie krass die Details, also die schwarzen Striche und so, wie die am Hals eigentlich fast nicht mehr da sind. Das ist schon echt krass. Also die eingestellte Weiß, die transparente Weiß, in Anführungsstrichen. Laser. Die transparente Weisheit, die ist ja noch stärker eingestellt, also die hat noch mehr Deckkraft als mein normales Weiß, was ich benutze. Das ist wirklich ein Witz eigentlich, wirklich ein Witz. Und also ich kann generell mit dem transparenten Weiß einfach null anfangen. Habe ich auch noch so 250 Milliliter von dem Mist und weiß eigentlich gar nicht, was ich damit machen soll. Also ich werde es wahrscheinlich nie brauchen, groß. Außer mein normales Weiß geht mal irgendwann zu Ende und dann kann ich damit weiterarbeiten. Wobei das auch Käse ist, wenn ich dann mal volle Deckkraft brauche, habe ich sie halt auch nicht. Ja.
So ist das halt. Ja, aber es ist halt schon Käse, wie das hier abcovert, ey. Ja, und dann machen wir das halt einfach nochmal. Aber wie gesagt, da ist auch einfach die Kunst. Ruhig bleiben, die Zen-Mitte suchen und eine Lösung finden. Manchmal braucht es einfach so eine Lösung. Das ist halt einfach nur, muss man einfach manchmal gucken und dem noch eine Chance geben. Also ich finde dann immer noch geil. Also der ist am Ende des Tages immer noch sehr gut geworden. Ja, aber es ist halt einen kleinen Beigeschmack hat, sagen wir es vielleicht mal so. Aber ich finde es immer noch ganz cool geworden. Wie gesagt, so farbentechnisch habe ich auch einiges zu lernen. Aber ich habe es ja jetzt beim Airbrush Color for You Bild gesehen mit dem Stahlhelm, wie cool da eigentlich so deckende Töne aus. Und gerade der Helm ist super geil geworden. Oh, also der Helm vom Captain, der blaue. Das hat mir mega Bock gemacht, da mit dem Dunkel und dem Hellblau zu arbeiten, weil es so schön ineinander gegriffen hat, dann eigentlich auch schöne Farbverläufe kreiert hat. Bloß, da ist mir schon auch aufgefallen, dass die Farbverläufe nicht ganz so schön sind wie bei transparenten Tönen. Also, dass es nicht so hundertprozentig ineinander fließt, was dann halt doch oft so mit dem Overspray einfach nicht ganz so glatt wirkt irgendwie. Das ist, glaube ich, das, was mich so am meisten dran stört an den deckenden Tönen. Aber so als also zum Vorlegen ist es voll sinnvoll. Also ich finde es voll verstimmig, das eigentlich zu machen. Ich meine, in dem Face habe ich es bei ihm ja, in dem Zombie-Face habe ich es ja auch schon gemacht. Da habe ich auch schon mit dem Dunklen im Endeffekt vorgelegt und habe dann den ein bisschen aufgehellt und so. Und dann kann man immer noch mit Weiß arbeiten oder mit dem aufgehellteren Ton und dann von mir aus eben Weiß und dann mit transparenten Tönen das Ganze einfach nochmal schön feiner machen und detailreicher. Ach, dann werde ich auf jeden Fall mal noch gehörig rumprobieren. Das Ideale habe ich da, wie gesagt, eben auch noch nicht gefunden. Aber auch der Dave hat noch einiges zu lernen in diesem Bereich hier. Da gibt es ja immer, man lernt nie aus. Das sagt man doch so schön. Man lernt einfach nie aus. Da ist auch was Wahres dran. Und man muss auch manchmal Sachen ausprobieren, so wie das hier. Sonst, da muss man einfach mal selber ausprobieren. Einfach mal machen, einfach sich trauen, einfach irgendwelche Sachen mal machen. Und warum eigentlich auch nicht? Daraus habe ich viel gelernt und kann das jetzt gut mitnehmen und umsetzen. Und das hat das auch seine Berechtigung. Hier habe ich jetzt natürlich wieder so ein verdünnteres Weiß. Hier redet mir schon wieder der Mund fusselig. Muss ich kurz mal was trinken, bevor ich gleich gar nichts mehr hört. Herrlich. Habe ich natürlich wieder ein schönes verdünnteres Weiß. Das ist zum Beispiel die gefühlte Hälfte der Kraft von dem Transparenten. Und ja, da mache ich jetzt nochmal hier und da Details rein. Und wie gesagt, dann hellen wir das nachher noch mit transparenten Tönen auf. Ich hätte eigentlich so wie das Gesicht jetzt ist, hätte ich es, glaube ich, nochmal mit bisschen Weiß nochmal Details reinmachen müssen. Das dann nochmal einfärben, also ganz leicht einfärben, dass man die Details schön noch sieht, aber nicht zu sehr aufsetzt. Und dann hätte ich eigentlich am Ende des Tages nur noch mal ein paar Highlights machen müssen. Aber wie gesagt, da war dann meine Geduld und Ruhe dann irgendwann auch mit zu Ende. Dann habe ich gesagt, nee, das ist jetzt gut hier so und das passt und das lassen wir so. Ja, Luft nach oben hat man immer. Oder man kann sich natürlich immer rein verzetteln, wenn man möchte. Aber ich bin da ja auch nicht so jemand, der Stunden... Ich habe hier jetzt schon so viele Stunden reingehauen. Irgendwann wollte ich das auch mal fertig haben. Und genau. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall bringen wir jetzt hier noch schön Details rein. Wenn ich da gerade die Evolution sehe, die AL Plus, ist mir schön der Körper kaputt gegangen. Habe ich ja irgendwann mal erzählt, dass ja innen drin die Schraube drin ist, die Dichtung. Die hat es bei mir einfach altersbedingt hat es oben da den Kopf abgebrochen, dass man es quasi nicht mehr aufschrauben kann. Und das ist mir tatsächlich mal bei einer Evolution schon vor ewigen Jahren auch mal passiert. Und da habe ich es einfach rausbohren können, da hat das gepasst. Und bei dem habe ich es auch probiert, mich schön langsam rangetastet, aber hat da nicht mehr funktioniert. Hat es dann verrissen, habe ich mir jetzt erstmal eine neue bestellen müssen. Das dauert jetzt erstmal ein Weilchen. Und dann passt das. Ach ja, genau. Schön hier, schönes Rumgefummel an der Kamera. Schon wieder vergessen rauszuschnipseln. Ja?
naja, man kann ja damit leben. Ist ja jetzt nichts Wildes, war. Mensch, da hatte ich noch mein Bart. Das ist echt schon lange her jetzt langsam. Richtig lange her. So. Ich glaube, wir machen jetzt weiter. Ja, da haben wir wieder der Klassiker. Wieder ewig viel benutzt, die Gun. Ewig oft im Ultraschallreiniger. Und dann unten schön hat sich das ja schön gelockert. Das sieht man manchmal richtig schön, wie die Schraube unten richtig weit unten am Boden schon anliegt. Und dann, wenn man natürlich drückt, dann und da nicht genug Widerstand ist, dann strömt halt ewig viel Luft immer nach und in dem nach halt auch Farbe oder auch nicht. Und das ist natürlich nicht so geil beim Airbrushen. Deswegen haben wir das kurz nachgezogen und dann passt das wieder wunderbar und dann könnt ihr da easy peasy wieder weitermachen. Und bald habe ich Geburtstag. Es dauert gar nicht mehr so lang. Und wisst ihr, was ich mir da gönne? Da gönne ich mir mal eine Airbrush-Pistole. Mal was anderes. Ich glaube, ich gucke mal bei den Iwatas ein bisschen rum. Da habe ich schon eine im Auge, die mir ganz gut gefällt. Jetzt weiß ich bloß gerade im Kopf nicht, welche Nummer das ist. Aber ich glaube, eine, wo man auf jeden Fall unten Luft mit einstellen kann. Kostet, glaube ich, so 300 € oder so. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Vielleicht gönne ich mir die. Vielleicht auch nicht. Vielleicht nehme ich was anderes. Mal schauen, was man sich da so selber gönnt am Geburtstag. Einfach mal selber beschenken sind die besten Geschenke. Ja, wird mal Zeit für was anderes. Ich finde die Evos und die Infinity nicht, also Infinity sage ich schon, aber die CR Airbrushs, da gehört die Allen Plus ja natürlich auch dazu, die Infinity und so. Finde ich nicht schlecht, aber ich finde es jetzt auch nicht überragend. Ich glaube, da gibt es noch deutlich bessere Sachen und ich will mir unbedingt mal eine Iwata angucken, weil die kennt man ja, beim Airbrush-Bereich ist das natürlich immer das Erste, was man hört und sieht bei Airbrush-Pistolen. Und das hat natürlich auch seinen Grund und ich möchte mich mal gerne davon selber überzeugen, ob die wirklich so gut sind, ob die so abgehen, wie die so funktionieren und wie die so vom Handling sind und so. Und ja, da habe ich schon irgendwie Bock drauf. Schaue ich mir auf jeden Fall auch mal noch an. Und dann mache ich das nämlich. Vielleicht mache ich dazu auch gleich ein Review und dann passt es. Oh, ja, gucken wir mal. Gucken wir einfach mal rein. Und dann machen wir das nämlich. Als Musik gerade nochmal auf das Bild von Nils Linsen. Das ist schon so. Lieber Scholli, hey. Der haut da Sachen raus. Der macht das richtig prima. Ja, die gleich schon. Sehr geil. Kann ich mich nur anschließen. So, jetzt machen wir natürlich hier schön wieder Stöppelchen rein. Stoppel. Ja, irgendwie steht mir so ein Bart schon ganz cool. Vielleicht lasse ich mal wieder wachsen. Ach ja, hier wieder Sprenkel. Das gefällt mir wieder so halb semi-gut. Oh, ich gehe voll ab. Völlig am Arsch. Aber so ist das manchmal. Aber ich finde, wir haben ihn noch gut gerettet, oder? Wir haben ihn doch noch ganz gut gerettet. Den Luke. Ja, richtig schöne rote Ohren habe ich schon, weil ich saumüde bin, aber nicht aufhören kann. Das ist bei mir manchmal Segen und Fluch. Also so eine gewisse, ich habe mal manchmal so ein gewisses Anliegen, dass ich es dann so durchprügel oder halt dann unbedingt weitermachen will, weil ich einfach Bock habe. Das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Hilft natürlich viel, dass man dran bleibt, dass man was macht und so, aber oft hätte man lieber einfach mal ins Bett gehen sollen und eine Nacht drüber schlafen und dann sieht das am nächsten Morgen schon wieder gleich ganz, ganz anders aus. Aber ja, so bin ich halt. Und so geht's dann jetzt ab. Ja, jetzt machen wir halt hier wieder schön die Stoppeln rein. Jetzt hat es irgendwie einigermaßen ganz gut geflutscht. Und dann haben wir da jetzt eben wieder so unser bisschen 3-Tage-Bart am Hals und am Kinn unten und dann gerade an der Oberlippe und so, damit da einfach wieder schöne Details am Start sind. Natürlich alles sauber machen. Und ja, machen wir nochmal ein bisschen mehr. Mehr ist immer besser.
Deckenweiß, transparent-weiß ist besonders gut. Nehmt das unbedingt für alles. Oh Mann. Das ist schon geil. Ja, schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Teil schon anfange. Kann ich jetzt hier gar nicht mehr. Ja, Rechner regt dich ab. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch groß einfärbe oder ob ich hier jetzt erstmal wirklich nur die ganzen Details mit reinbringe. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir machen nur erstmal schwarz-weiß und dann, ich glaube, der nächste Teil, da sind wir dann, glaube ich, wirklich durch. Dann haben wir auch, glaube ich, wirklich die ganzen, ja, dann färben wir nochmal nach und machen nochmal weiß und so. Und dann kommt nämlich schon der Umhang als Lichtschwert. Das ist nämlich relativ zackig, der Rest. Sollte auch nicht so im Fokus stehen, deswegen haben wir nehmen den bewusst auch dann ein bisschen runter. Und dann passt das nämlich einwandfrei. Ich bin aber halt richtig kaputt. Gestern noch fette 4-stündige Online-Prüfung gehabt mit Online-Überwachung und Kamera und Mikrofon, was da alles gibt, ey. Bin ich noch ein bisschen platt. Ein kleines bisschen. Aber Bock hatte ich heute irgendwie, das hier noch, das Voice-Over noch zu machen für euch. Ja, jetzt seht ihr, unten rechts ist mir zu dunkel gewesen. Nee, gehe jetzt noch einen Schluck auf, oder? Bitte nicht. Gehe jetzt noch mal ein bisschen mit Weiß drüber, so ein bisschen krakelig, damit ich einfach nicht, dass es einfach nur auffällt, sondern einfach wieder schön gleich auffällt und Details reinbringen. Und das Ganze wieder ein bisschen humaner mache. Ihr seht jetzt natürlich oben auch die Wange und das seitlich, dieses kleine Grübchen, das ist jetzt natürlich noch sehr, sehr prägnant und sehr deckend. Das nehme ich jetzt, glaube ich, gleich mal mit dem leichten Weiß noch mal ein bisschen runter. Das sieht sehr, sehr mega unorganisch aus und jetzt ja nicht ganz so geil. Deswegen, da zum Beispiel wäre wahrscheinlich das Ghost Black Set ganz cool, wenn man da also die vorletzte Stufe, das Light Dark nimmt und dann hätte ich damit gearbeitet, dann hätte ich es wahrscheinlich gleich so lassen können. Das ist natürlich prädestiniert für so ein Porträt, glaube ich. Das hätte ich da gerne ausprobiert, aber da hatte ich die Farben ja natürlich noch nicht, aber das hätte jetzt natürlich hier gepasst wie Arsch auf Eimer. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Deswegen. Aber wir nehmen es jetzt hier ein bisschen raus, aber ich weiß, dass ich da überhaupt noch, dass ich da nachher noch viel mit Farbe mache, deswegen haben wir es auch einfach mal hier lassen und arbeiten uns jetzt mal wieder ein bisschen weiter. Ihr seht, jetzt springe ich natürlich extrem von weiß auf schwarz hin und her, weil ich die ganze Zeit Details mache, Ausgleich, reinbringen, rausbringen. Da die ganze Zeit hin und her wechsel, wie verrückt, damit das halt nachher wieder passt. Das sind natürlich wieder zwei ganz einfach nur hervorragend. Also sowas mit nur einer Pistole zu machen, wäre fast schon Wahnsinn. Kann ich euch nur empfehlen. Und wenn ihr mal sonst gebrauchte Sachen schaut, dann schaut einfach mal bei eBay Kleinanzeigen oder schaut bei Facebook. Da gibt es eine Airbrush. Wie hieß denn das Ding nochmal? Ich schaue gerade nochmal für euch. Für euch linse ich da mal schnell rein. Da gibt es nämlich eine ganz interessante Gruppe. Airbrush Kleinanzeigen heißt es. Und da verkaufen einfach Privatleute ihre Sachen. Da gibt es zum Beispiel dann mal eine Evolution Silverline, wo einer verkauft für 60, 70 Euro oder so. Da könnt ihr sicher nichts falsch machen. Braucht ihr vielleicht mal eine frische Nadel oder Düse oder so, aber in der Regel sind die ja, wenn die halbwegs damit umgegangen sind, könnt ihr da schon unter anderem ganz nette Schnapper machen. Deswegen schaut da sonst auch mal ganz gerne rein. Und dann habt ihr dann die zweite Gun und dann könnt ihr so ein Projekt viel leichter angehen. Macht es ja echt sonst keinen Gefallen. Wenn ihr da nur mit einer schafft, das wäre, selbst wenn ihr da jetzt den Fehler nicht gemacht hättet, da muss man doch, finde ich, kann man nicht alles auf einmal mit Schwarz und dann nur einmal mit Weiß machen und dann ist es fertig, sondern es ist echt ein Wechselspiel, um sowas zu kreieren und da muss man einfach flexibel und schnell sein und wenn man da jedes Mal den Pott reinigt, um Gottes Willen, da seid ihr ja in 10 Jahren noch nicht fertig. Gottes Willen, hier. Und deswegen, ja, absolut wichtig darauf zu schauen, dass das auch wirklich passt. Und
Ja, jetzt schaue ich hier natürlich fleißig im Referenzbild. Ich habe jetzt natürlich durch das Abcovern jetzt so schon leichte Tiefe drin. Hier habe ich mir gedacht, ich nehme mit Schwarz nochmal so ein bisschen die Dreidimensionalität rein von der Wange. Und ich glaube nachher, ich weiß gar nicht, habe ich mir gedacht, vielleicht ist es zu krass, deswegen gehe ich da lieber mit dem transparenten Ton nachher nochmal rein. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig, einfach um nicht auch wieder mit dem Schwarz zu viel abzucovern und ja, wieder hier ein paar Doch-Details einzuarbeiten. Also er hat schon viele Details drin, bloß vorher waren es halt mehr. Jetzt haben wir 80%, davor waren es 100. Und ja, sieht trotzdem schon cool aus, finde ich. Also ich mag meinen Look. Jetzt haben wir noch unseren sehr blassen Look, aber den machen wir natürlich noch schön farbig. Schön aufs rotes Näsle machen, rote Wangen und dann noch so ein Whisky unten dran halten. Dann wisst ihr, was Phase war. Genau. Da machen wir jetzt nämlich hier schön weiter. Und dann hauen wir das nämlich raus. Ich finde es schon ganz cool. Und es hat auch mega Spaß gemacht. Ich finde, solche Projekte machen mir immer irgendwie viel Spaß, die rumzuprobieren. Ich meine, der Hai, der dann kommt, der war noch ein bisschen cooler. Der hat noch deutlich mehr Spaß gemacht, weil da konnte ich mal wieder ganz andere Sachen probieren. Und da habe ich mal viele Blautöne natürlich benutzt und Türkis. Und das macht dann Spaß, wenn man dann so völlig durchdrehen kann mit Farbe und mit allem. Und dann auch, wenn ich freier arbeiten kann. Ich finde sowas immer nicht schlecht. Da muss ich mich natürlich aber schön am Referenzbild halten. Und bei dem Hai-Bild, da war bis auf der Hai habe ich eigentlich alles so gemacht, wie ich Bock drauf habe. Und das hat dann auch wieder seinen ganz anderen Reiz, wenn man da so zwanglos dran rumfuchteln kann. Hat natürlich den Nachteil, dass es nicht immer dann mit allem so schön hinhaut, wie auf dem Referenzbild. Aber das muss man ja auch mal üben und machen. Und jetzt schaut es mal an. Jetzt seht ihr doch, dass das schon schöne viele Details sind. Viele Stoppeln. Und gerade da rechts zwischen Oberlippe und der Wange haben wir schöne viele weiße Details drin. Jetzt mache ich noch mehr Porendetails rein. Gerade an der Wange und die mache ich jetzt natürlich bewusst mit Absicht, weil ich ja weiß, ich färbe ihn noch ein. Ich brauche ihn ja noch, die Hautfarbe noch viel dünkler. Deswegen arbeite ich jetzt schon mal so eine gewisse, wie soll ich sagen, bearbeitet jetzt schon so eine gewisse Struktur ein, die da natürlich nachher mit dem Einfärben sich dann schön verbindet mit dem Rest und dann schon mal eine schöne Abgrenzung gibt. Einen schönen dreidimensionaleren Effekt und deswegen mache ich das natürlich jetzt bewusst schon und färbe ihn dann ein und dann bauen wir das weiter und weiter auf. Und da seht ihr jetzt wird er langsam, jetzt kommt langsam der Punkt, wo es mir wieder Spaß macht. Wo es schon wieder fast vergessen war. Genau. Ja. Also nicht ganz so schlimm, wie es sich für mich wahrscheinlich angefühlt hat, aber es hat halt es hat wehgetan. Ja, jetzt haben wir natürlich hier, aber ihr seht schon, jetzt werden die Details wieder rund, der bekommt nochmal, wobei ich sagen muss, natürlich jetzt beim Einfärben, ich mir dann nachgedacht, ja, wenn es jetzt halt wieder zu dunkel wird oder nicht passt, dann ist halt auch kacke, dann muss ich ja nochmal ran und da war jetzt alles möglich gefühlt und da habe ich natürlich schon wieder Schiss gehabt, nachher das auch noch weiter zu versauen und dann habe ich gedacht, jetzt probieren wir es einfach mal aus und machen das einfach mal. Ich habe jetzt ja dann später mal noch die Lippen dann mal so ein bisschen eingefärbt, um zu gucken, wie die so kommen, aber auch erstmal ganz vorsichtig. Und ich fand es dann nur geil, weil dann gab es so einen Moment, wo meine Frau reinkam und dann ihn dann den Look halt gesehen hat und gesagt, was ist denn da passiert? Ja, der sieht ein bisschen blass aus, gell? Sagt sie, ja, das sieht ja furchtbar aus. Und dann hast du die roten Lippen dazu, das sah richtig so ein bisschen komisch aus. Ah, geil. Ja. Und deswegen arbeiten wir jetzt hier schöne Details rein. Machen das natürlich dann jetzt Step by Step. Und ihr seht dann mit viel Mühe und mit viel Dinges geht das schon. Also man kann das schon immer noch retten. Man
man muss halt noch mehr Zeit rein investieren und machen. Also meine Fehlerquote ist jetzt mittlerweile recht gering. Außer bei Feuer, da kann es dann schon mal sein, dass so wie beim letzten Mal, dass ich dann auch mal die Leinwand nehme und die dann einfach mal in die Ecke feuer, weil es dann einfach nicht gefunzt hat. Das passiert dann doch auch mal wieder mal. Aber mein Gott, so ist das halt. Das haben wir hier nämlich schon. Also man sieht so, das Kinn- und Nasenbereich sieht jetzt schon wieder deutlich stimmiger aus. Wenn man sich jetzt das mal wieder vergleicht mit dem Augenbereich und der Stirn, wie wenig Details eigentlich noch vorhanden sind, ist das schon Wahnsinn. Und man kann es nur noch erahnen so leicht. Und das ist eigentlich, oh ja, schade. Ja, da hatten wir eigentlich schon genug drin. Hätten wir das jetzt auf schwarz-weiß gelassen, hätte ich es natürlich weiter aufbauen können. Aber dann wäre es natürlich so wie beim Skull. Ich meine, beim Skull hat man gesehen, dass es ja mit schön vielen Details gut funktioniert. Dann sieht das immer stimmig und geil aus. Aber ich wollte es halt ja unbedingt farbig haben. Ich wollte die Farbe probieren. Ich wollte rumprobieren. Weil ich das halt so in dem Umfang noch nicht gemacht habe. Einfach weil ich auch nie wirklich Bock dazu hatte und das immer gerne schwarz-weiß gemacht habe, das Zeug. Aber irgendwann muss ich mich da ja auch mal ranwagen, weil ich will auch einfach auch besser werden und mehr können und es besser verstehen. Und das kann ich halt nur, wenn ich es einfach mache. Deswegen da gerne mal aus der Komfortzone rausgehen und einfach mal ganz andere Sachen ausprobieren, weil dadurch werdet ihr natürlich auch besser. Das ist natürlich auch so eine Sache. Und kann ich nur empfehlen. Einfach mal rum zu experimentieren generell. Das ist, in der Regel habt ihr immer mehr Gewinn davon. Habt ihr immer was. Da lernt ihr immer was. Und jetzt machen wir natürlich schön wieder dreidimensional Licht und Schatten. Ihr kennt das Spiel ja. Dadurch werden die Sachen schöner, runder und plastischer. Und das bringen wir jetzt natürlich wieder rein. Und da nehme ich mir jetzt dann schon die Zeit. Also ich hudel da jetzt nicht einfach durch, sondern ich nehme mir jetzt natürlich schon die Zeit, die ich brauche, um das alles schön weiter voranzutreiben. Aber wie gesagt, das Lichtschwert spiegelt sich natürlich nicht im Gesicht. Hätte ich nachher dann nochmal mehr Zeit rein investieren müssen mit dem Einfärben in dem Grün. Und da habe ich dann gesagt, nee. Nach der Odyssee hier habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir nicht an. Das packe ich da jetzt nicht nochmal rein, da werde ich ja wahnsinnig. Und deswegen habe ich das dann erstmal gelassen. So, da haben wir noch ein paar Minütchen hier. Da schauen wir jetzt natürlich, dass wir hier noch ein bisschen vorwärts kommen. Jetzt haben wir natürlich schon schön viel eingefärbt. Wir wollen natürlich viel Details reingemacht. Wir wollen natürlich jetzt hier nächstes Mal kommen wir auf jeden Fall doch deutlich mehr ins Einfärben. Also da sind wir im Gesicht, sind wir nächstes Mal, wenn ich jetzt hier mal schnell nachschaue. Sind wir, ja, ich glaube nächstes Mal sind wir mit dem Gesicht durch. Da kommen wir dann schon wahrscheinlich zu den Augen, bis die Augen und dann kommt nur noch mal der Umhang und das Lichtschwert und alles. Aber das wird glaube ich schon geil. Was ich ganz cool finde, den Skull, den ich gemacht habe, den hat jemand bei Facebook gepostet, den macht er auch gerade. Der hat da bloß noch mehr Details reingepackt. Also wirklich, der macht das noch abgefuckter wie ich. Das ist schon ziemlich cool. Das sieht auch sehr cool aus. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber den findet ihr dann auch bei einer Airbrush-Gruppe. Ich schaue gerade mal. Airbrush Pins, Lack und Co. Tipps und Tricks für Profis helfen Anfängern. Irgendwie so heißt die, glaube ich. Und da postet er das immer wieder rein, wie er seinen Fortschritt hat. Aber da sehe ich halt, der ist da schon seit Wochen dran. Das könnte ich, glaube ich, nicht so einen Monat oder 2 an einem Ding rumhängen. Ich meine, gut, ich mache das natürlich auch noch mit YouTube und allem. Bei mir hängt ja noch viel mehr dran, so ein Bild zu machen wie bei jemand anderem, um da jetzt auch mal ein bisschen reinzugrätschen, weil bei mir muss dann immer das Licht an sein. Dann ist es natürlich mega hell, das ist nicht immer ganz so angenehm. Da muss ich immer gucken, passt die Kamera, ist genug Speicherplatz drauf, hat die noch Batterie, läuft die auch, ist das Lichtverhältnis richtig eingestellt. Ich muss immer ein bisschen weiter weg vom Untergrund bleiben, als ich eigentlich sein würde. Auch hier jetzt schon, wenn man das sieht, mit dem Gesicht bin ich zwar schon dran, aber ich habe mittlerweile durch das Ganze schon so eine weitere Haltung, weil normalerweise würde ich doch ein bisschen näher rangehen, aber dann würdet ihr natürlich nur noch mein schönes Gesicht sehen. Und das bringt einem natürlich dann bei so einem Video nicht gerade unbedingt viel.
Deswegen nicht so hilfreich. Und das ist natürlich ganz anders, an so ein Projekt ranzugehen, wenn ich dann jedes Mal, wenn ich dann anfange, wieder alles machen muss und dann gucken muss, dann brauche ich schon eine halbe Stunde, bevor ich überhaupt angefangen habe, irgendeinen Pinselstrich zu machen. Dann muss ich noch die ganze überprüfen, ob alles passt und. Da bin ich dann schon ewig beschäftigt. Und wenn ich das dann über Wochen, Monate mache, da will ich durchdrehen. Also da kann ich nicht einfach nach Hause kommen und sagen, oh geil, heute hocke ich mich jetzt einfach hin, mache den Kompressor an und nehme die Airbrush in die Hand und leg los. Das kann ich dann halt so nicht machen, wenn ich das mit YouTube mit euch teile hier natürlich. Da muss man halt irgendwo Abstriche machen in gewissen Dingen. Aber vielleicht nehme ich mir mal kleinere Leinwände, da kann ich dann ja trotzdem viele Details reinbringen, in Anführungsstrichen, weil natürlich umso kleiner, umso weniger Details kann man, also umso schwieriger wird es da, Details einzuarbeiten, weil es natürlich immer kleinteiliger wird. Aber da kann ich dann vielleicht eher mal noch mehr Details raushauen und mal ein bisschen mehr zaubern und es euch zeigen. Dann nehme ich mir vielleicht mal sogar wirklich so ganz kleine, so 20x20 oder so. Das reicht dann, glaube ich, schon wirklich. Kann man da mal ein bisschen was rausfeuern und dann wird das eigentlich auch ganz cool. Ich habe echt überlegt, ob ich mir zu Halloween hin ob ich da noch so einen schönen Kürbis mal airbrushen soll und raushauen soll, aber ist natürlich jetzt auf der Strecke geblieben mit dem ganzen schulischen Zeug und allem anderen und das Ding, was man Leben nennt, was da noch so nebenher läuft, was man auch noch machen sollte. Und ja, das Leben ist immer ganz spannend mit einer Dreijährigen und einem Neugeborenen und deswegen ist das ja schön auf der Strecke geblieben. Das ist eigentlich schade. Hätte ich Bock gehabt, mal so einen Kürbis von außen einfach mal zu bearbeiten. Wie der so abgegangen wäre. Am besten auch anschleifen und Klarlack drüber. Ach, Kürbis, da muss ich euch was erzählen. Meine Schwiegereltern haben immer, hier im Dorf haben wir immer so eine Kürbisausstellung mit, glaube ich, über 1000 Kürbissen oder über 2000. Das ist immer echt cool. Haben sie jetzt irgendwann, ich glaube, vor ein paar Jahren einfach mal runtergefahren. Warum auch immer. Und die waren da echt aktiv dabei und ich habe dann das auch angefangen und da habe ich ein paar ganz coole Kürbisse mal rausgehauen. Die habe ich geschnitzt. Marilyn Monroe, Elvis habe ich gemacht, Darth Vader, The Crow, Twilight Kürbis habe ich mal gemacht zu der Zeit, weil es meine Frau unbedingt wollte. Das Ding war richtig cool, das hat man natürlich nach einem Tag geklaut, war ja klar. Genauso wie die anderen Sachen, die waren dann alle weg. Aber das war richtig cool, aber um mal auf die richtig coole Story zu kommen, da kommt mal wieder ein bisschen True Story von mir. Da habe ich natürlich mich mal im Internet belesen, was man so machen kann, um so einen Kürbis länger haltbar zu machen, weil das haben wir dann immer Jahre gemacht und die Leute dann schon immer so, oh, wir freuen uns dieses Jahr, Dave, was du wieder raushaust und so. Und dann war ich natürlich schon angesprochen, jedes Jahr mich zu übertrumpfen und weiterzumachen. Und dann habe ich halt einen Kürbis gehabt. Ich glaube, in dem Jahr war es, glaube ich, wirklich irgendein Skull oder so. Das sah auch richtig cool aus. Also ich habe den nicht durchgeschnitzt, sondern nur von außen so angeritzt, dass der Kürbis halt von außen so eine, dass der dann, wenn es leuchtet, dass er eben mehrere Ebenen hat. Und dann habe ich halt quasi eher ein Bild drauf geritzt, als in den durchgestochen. Und da habe ich, da habe ich den Cowboy mit den Einschusslöchern gemacht. Irgendwie sowas. Das war sehr, sehr cool. Und den habe ich halt ein paar Tage früher machen müssen, weil ich zu dem Zeitpunkt, so kurz vor Halloween, keine Zeit hatte, habe ich den Kürbis, glaube ich, 3-4 Tage vorher gemacht. Und der war nicht mehr ganz so frisch. Und da hat man sich natürlich bei Dr. Google dann natürlich schon mal erkundigt, wie man den länger haltbar machen kann. Es stand tatsächlich drin, man soll den von außen mit Haarspray einsprühen. Das verhindert halt, dass der schneller gammelt und stand auch drin, man kann es auch von innen aussprühen, dann passt es. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Das habe ich dann immer gemacht, von außen eingesprüht, ein bisschen von innen. So, jetzt war natürlich das Ding. Ich habe den von außen eingesprüht, habe den von innen eingesprüht und habe den dann draußen ablüften lassen. Keine Ahnung, wie lange das ging. Ich glaube 10, 20 Minuten oder so. Und dann war noch mal irgendwas und dann habe ich irgendwie gesagt, ich wollte doch noch mal nachprüfen, wie der jetzt im Dunkeln aussieht. Oh, weil ich da noch mal was nachgearbeitet habe. Und dann habe ich den mit in den Keller genommen und runtergeschleppt, ein Teelicht reingemacht, angezündet und dann ist das Ding explodiert durch das Haarspray, weil das von innen noch so viel Zeug drin war. Das Ding ist in die Luft gegangen, ist explodiert. Der Deckel, also der hat richtig Wumm gemacht
Und dann stand meine Hand in Flammen. Also meine ganze Jacke, das war natürlich ein sehr kalter Winter. Hatte ich schön meine dicke, fette Jacke an, die dann auch richtig schön gebrannt hat. Und dann bin ich wie so ein Idiot fuchtelnd mit brennender Hand und brennenden Armen rausgerannt. Und ja, das Ende vom Lied ist, dass ich richtig schwere Verbrennungen an der Hand hatte, 2. und 3. Grad. Das war richtig übel, richtig verbrannt, richtig am Arsch. Und natürlich erstmal zum Arzt, ins Krankenhaus etc. Und ja, war cool. Das war wieder richtig geil. Da habe ich eigentlich mehr lachen müssen als alles andere. Das war so doof. Das mir so dumm sein kann manchmal. Ich fand es einfach so geil, weil es einfach nur das Beste war. Das Allerbeste habe ich ja vergessen. Meine Frau hat ja gesagt so, hey Schatz, willst du es wirklich machen? Du hast ihn doch erst vorhin mit Haarspray hingesprüht. Nicht, dass der nachher explodiert. Und ich habe sie dann angeguckt und gesagt, Schatz, ich weiß, was ich mache. Als ob der Dinger jetzt in Flammen aufgeht. Wie lange steht der jetzt hier schon draußen? Sag ich, also du hast manchmal dann 2 Sekunden später. Boom. Ja, so kann es manchmal gehen. Darf ich mir auch ganz gerne öfters mal wieder anhören, wenn ich dann so geniale Einfälle habe. Ist das geil? The Burning Man. Ja, war ein cooles Halloween. Ja, ich habe ja meinen Beitrag, was Halloween angeht, der ist schon jetzt fertig. Ich habe ja den Captain America Skull, das passt dann auch ganz gut. Ja, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier mit Weiß, guckt euch mal die Wange an und die Nase. Haben wir jetzt nebenher, wenn ihr schön das Geschichtchen erzählt habt von meiner Dusseligkeit, habe ich jetzt hier nochmal schön überall Details reingebracht. Wange, Nase, Auge, Augenpartien und Stirn. Und jetzt sieht das doch schon richtig nice aus, oder? Ja, ich finde es schon cool. Ach, ich habe eigentlich so viele dusselige Geschichten auf Lager, die kann ich euch teilweise gar nicht erzählen. Die sind ja gar nicht jugendfrei teilweise. Katastrophe. Ich kann manchmal so dussel sein, das glaubt ihr gar nicht. Es passiert so viel Mist in meinem Leben, das ist teilweise, da könnte echt auf die Bühne gehen. Ja, und auf Mario Bart oder so machen. Wisst ihr? Ah, geil. So. Apropos Bühne, ich schaue gerade wieder LOL an von Bully Herbig bei Prime. Mit den ganzen Comedians, die nicht lachen dürfen. Ach, herrlich. Eine herrliche Serie. Wer das noch nicht kennt, der schaut es euch gerne an. LOL. Das ist sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Macht richtig Laune. Wenn man mal wieder so einen Tag einfach ein bisschen lachen will, dann ist man da an der richtigen Adresse. Richtig witziges Konzept. So. Jetzt sieht man mal mehr die Details, wie cool das aussieht. Hier bringen wir jetzt natürlich, auf der linken Seite war viel Schatten, da bringen wir jetzt auch noch schön Schatten rein. Aber wenn man sich jetzt mal die Augenbrauen anguckt, wie die jetzt eigentlich im Endeffekt von den ganzen Details und das, was man wieder rauszieht, untergehen und wieso eigentlich das Ganze, das sieht man jetzt mal im Kontrast wieder, wie krass eigentlich das abgecovert hat, das ganze Eingefärbe-Ding. Beziehungsweise das falsche Eingefärbe mit der transparenten Weiß. Also wie gesagt, wenn ihr das einfärbt, mal so ein Porträt, dann nehmt 4 Teile gelb und 1 Teil rot. Schaut es euch das ein bisschen, probiert da ein bisschen auf dem Blatt Papier aus und dann könnt ihr über so ein Schwarz-Weiß-Porträt wahrscheinlich gut rüber, wenn ihr das so machen wollt und tastet euch dann ran und dann baut das so auf und bloß nicht das transparente Weiß nehmen. Finde ich furchtbar. Furchtbar. Oder dann dazu halt noch mega viel mit Wasser verdünnen, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert, so 100%ig. Schwierig. Müsst ihr sonst in der Regel einfach mal selber rumprobieren. Oder an Hardy fragen, der macht auch gerade sein Porträt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der da vorgegangen ist. Wie der das jetzt gemacht hat nochmal. Habe ich schon wieder vergessen, vor lauter 1000 Dinge im Kopf. Aber der macht auch gerade ein Porträt. Und der ist da auch dran. Es sieht auch ganz gut aus, was er da bis jetzt abgeliefert hat. Und zur Not einfach ihn mal fragen. Er ist ja auch fleißig auf Discord unterwegs, also schaut's da gerne rein. Der Nils sowieso, der hilft da eh jedem. Der ist da auch stark unterwegs. Ich finde es ganz cool, dass da so viele verschiedene Sachen eben der Maxi macht. Dann das mit den
Helden und dann gibt es dann wieder einen Schädel oder ein Kolibri oder was der Geier, alles mögliche. Das ist immer ganz cool. Aber das jetzt mit dem Präsidenten finde ich auch mega geil. Sieht sehr cool aus. Coole Ideen, wirklich. Und wenn wir jetzt nämlich hier noch die Wange, die rechte machen und dann oben noch die andere Augenbraue, dann haben wir eigentlich schon mal wieder sehr viel gefixt und gerettet nach dem Einfärben. Und dann kann man das schon lassen. Also das ist jetzt nicht absolut Fehlding gewesen jetzt hier, um dann es komplett nochmal abzumalen oder abzuüberstreichen oder so, sondern einfach dranbleiben. In der Regel kann man da mal was machen, aber hier war jetzt auch meine Konzentration und sowas. Ich wollte jetzt nur noch, glaube ich, die Augenbraue ein bisschen fertig haben und so noch ein bisschen den Rest, damit ich dann am nächsten Tag nochmal mit klarem Kopf daran gehen kann. Aber ich dachte, das will ich jetzt noch halbwegs fertig machen, sonst drehe ich ja da durch. Und am nächsten Tag ist mir auch so krass aufgefallen, wie hell das jetzt alles aussieht. Also, dass man so letztendlich lassen kann, ja sowieso, aber da ist mir noch mehr aufgefallen, dass ich da doch mehr mit, da arbeite ich, glaube ich, jetzt dann echt mit transparentem Braun, transparentem Rot und transparentem Gelb und mix dann da jetzt rum. Ich glaube, ich nehme auch relativ viel transparentes Braun am Anfang oder Anfang. Sehen wir. Ich glaube, ich halte alles noch in die Kamera. Aber da habe ich dann wieder mehr so gemacht, wie ich das denke. Und dann hat das doch ganz gut hingehauen. Und da muss man einfach dann auch wieder rumprobieren. Ist halt einfach so. Und genau. Sieht das doch jetzt schon gar nicht mehr so übel aus, oder? Was meint ihr? Was meint ihr? Wie macht denn ihr eure Porträts so? Die Leute, die das jetzt hier anschauen, wie macht ihr eure Porträts? Wie baut ihr die auf? Schreibt mir das ernsthaft mal in die Kommentare, wie ihr das so macht, ob ihr mit deckenden Tönen arbeitet, ob ihr es auch einfärbt wie ich, ob ihr andere Farben oder andere Herangehensweise. Würde mich jetzt mal mega interessieren. Also keine Scheu, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mega drüber freuen. Das ist sicher ganz cool, auch für die anderen mal zu wissen. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, noch 1-2 Minütchen, dann sind wir, glaube ich, hier auch dann bald schon durch. Das ist gar nicht schlecht, weil jetzt kommt ein paar Minütchen auch gleich meine Kleine vom Kindergarten. Das passt ganz gut, sonst stürmt die hier wieder sonst crasht die hier wieder die Aufnahme. Das Erste, was sie macht, ist natürlich, wenn es nach Hause kommt, Papi begrüßen. Das ist natürlich, also cooler kann es nicht sein. Kinder sind absolut tippitoppi. Meine kleine Maus ist einfach so goldig und toll. Ich möchte sie nicht mehr missen, absolut nicht. Erfüllt mein Leben. Bereichert mein Leben, absolut. Das ist einfach nur herrlich. Ich weiß nicht. Ich habe schon gesagt, so ein drittes Kind wäre schon auch ganz nice. Oder? Meine Frau, du spinnst du. Niemals. Ich sage, okay, man kann es ja mal probieren. Cool. So, da weiß ich gerade gar nicht, was ich mache. Was mache ich denn da jetzt gerade? Ich fuchtel da rum. Ach ja, ich weiß gar nicht, habe ich es erzählt. Ich habe ein komplett neues Airbrush-Regal gebaut für die Airbrush Color for You. Die habe ich jetzt schön dahin geballert. Das sieht geil aus. Die Schminkefarben habe ich jetzt schön in einem neuen Regal. Ich habe endlich mal einen Stiftehalter, wo die ganzen Stifte drin sind und das Cuttermesser und Zeug, nicht mehr alles so rumflackelt und rumfliegt. Habe wieder richtig schön alles organisiert und gemacht. Und das sieht mittlerweile schon wieder richtig fresh und geil aus. Das finde ich mega cool. Ich brauche noch irgendwas für meine Airbrush-Pistolen, um die auch noch richtig schön irgendwie. Ich will sie nicht so an die Wand hängen, weil dann schrubbelt immer so das Chrom an der Tapetenwand oder so. Aber irgendeinen Halter oder so werde ich mir da auch noch rauslassen. Irgendwas selber bauen vielleicht. Irgendwas Cooles, wo ich die dann so reinstecken kann. So zack, zack, zack. Und das auch noch mal ein bisschen cooler aussieht. Wie in meinem komischen Glasklotz, den ihr da mal seht. Genau, jetzt mache ich hier noch die paar letzten Feinschliffe und gucke mir das Ganze noch mal ein bisschen an und habe da, glaube ich, hier so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich sehe gerade, ich habe hier den Hautfarbton. Ich glaube, ich gehe an 1-2 Stellen noch mal mit dem Dingens drüber, wo ich es noch mal ein bisschen gehabt habe. Und jetzt fangen wir. Ich glaube, ich benutze den jetzt hier wirklich zum Details machen als ein bisschen mittelweiß, sagen wir es mal so.
weil der jetzt eh so stark deckt, färben wir das natürlich nicht mehr ein, sondern ich nehme den auch so ein bisschen zum Details machen und wechsle dann später eben auf die transparenten Töne. Und ja, das seht ihr aber dann im nächsten Teil. Das ist ein schöner Cliffhanger, um euch wieder rauszuschmeißen. Um euch meine anderen Videos alle zu zeigen. Ich habe so viele. Schaut gerne mal rein. Die Schlange habe ich, das Blatt, die Seifenblase, ach so viel Zeug, die Flagge, die Chromschrift, so viel Zeug. Schaut euch da gerne um, schaut da gerne rein. Lasst mir schön ein Like und ein Abo da, freue ich mich natürlich mega drüber. Schaut gerne ins Discord rein. Da habt ihr dann auch coole Leute um euch rum. Und wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, macht das auch gerne. Infobox ist alles drin, was ihr wissen müsst. Schaut gerne bei Airbrush4U rein. Das sind sehr fähige, coole Jungs. Und somit bin ich raus. Viel Spaß mit meinen Videos. Reingehauen.